Das Thema Lehrbücher. Das ist auch so eine schwierige Nummer. Dürfen Lehrbücher generell nicht zitiert werden? Gibt es Ausnahmen? Also ein Lehrbuch, ein Handbuch bzw. Kompendium ist in der Regel nicht zitierbar. Das ist erstmal die Regel. Solche Werke zählen nämlich im Normalfall zur Gattung Sekundärliteratur. Es werden dort lediglich bzw. überwiegend Lehrmeinungen bzw. Ergebnisse anderer Wissenschaftler zusammengetragen und wiedergegeben. Bei wissenschaftlichen Arbeiten ist man aber gehalten, nur Primärliteratur zu verwenden. Ausnahmen gibt es natürlich schon. Wenn in einem Lehrbuch der Herausgeber des Lehrbuches seine eigene Lehrmeinung bzw. Forschungsergebnisse darstellt, die vorher nirgendwo anders veröffentlicht wurden, dann darf man diese Passagen selbstverständlich zitieren. Damit handelt es sich zumindest an jenen Stellen um Primärliteratur. Zur Umsetzungsweise, ich nehme einmal an, dass der Lehrbuchautor gegebenenfalls 2 verschiedene Modelle, Dritter vorstellt und deren Einsatzmöglichkeiten darlegt. Die Studierenden müssen das Modell, das sie verwenden wollen, vom Modellautor beziehend darstellen und auf diese Primärliteratur referenzieren. Gern können sie aber ergänzend schreiben und diskutieren, dass in diesem Lehrbuch XYZ dieses Modell so und so bewertet und im Kontext mit zu benennenden anderen Modellen so und so für einsetzbar beschrieben wird. In diesem Fall verweisen Sie dann auf diese Lehrbuchpassage. Wenn ein Handbuch, beispielsweise das Handbuch Medienethik von Schicha-Brosta, faktisch ein Sammelwerk, zu erkennen an Herausgeber übrigens schon draußen drauf, auf dem Klappentext und so, ist, in dem unterschiedliche Fachautoren aus ihren Forschungsbereichen, in denen sie auch sonst wissenschaftlich publizieren, Wesentliches oder Perspektivisches in ihren Beiträgen darlegen, dann können diese Beiträge wie die ganz anderen Sammelwerke eben auch genutzt werden und zitiert werden.